Wir arbeiten Tannenbäume. Super einfache, wunderschöne Tannenbäume, die wir, wenn wir mögen, auf Postkarten setzen können. Wir können sie frei auf unser Quilltop setzen. Jeder Tannenbaum kann anders werden. Wir gestalten jeden Tannenbaum für sich. Das Ganze arbeiten wir aus übrig gebliebenen Jelly Roll Streifen und wir quilten das mit Metallic Garn. Mit einem Standard-Nähfuß, also auch das wird super einfach und ihr findet viele Tipps. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir arbeiten los. Hey, überall auf den Tannenspitzen. Unsere Tannenbäume arbeiten wir aus übrig gebliebenen Jelly Roll Streifen. Das sind Stoffstreifen mit einer Breite von 2,5 Inch oder etwas mehr als 6 cm. Ihr könnt auch jedes andere übrig gebliebene Stoffstück nehmen, das über eine ganze 1,10 Meter lange Bahn noch zur Verfügung steht. Auf unsere Jelly Roll Streifen kleben wir auf die Rückseite Flisofix. Flisofix ist ein beidseitig klebendes Vlies. Auf der einen Seite haben wir eine Klebeschicht, die bügeln wir auf unseren Stoffstreifen. Auf der anderen Seite haben wir ein Trägerpapier und das Trägerpapier ziehen wir einmal ab. Ein ausführliches Video dazu verlinke ich euch in der Beschreibungsbox. Wir nehmen einen zweiten Stoffstreifen und den bügeln wir nun auf die zweite Klebeseite. Das muss nicht hundertprozentig genau sein, ungefähr reicht aus. Wenn wir das haben, sieht unser Stoffstreifen so aus. Wir bereiten einmal Stoffstreifen zu, die auf beiden Seiten eine Stoffseite haben und wir bereiten einen Stoffstreifen zu, auf der wir auf der einen Seite Stoff und auf der anderen Seite noch das Trägerpapier vom Flisofix haben. Diesen Stoffstreifen brauchen wir später für unseren Stamm. Den legen wir einmal zur Seite. Wir nehmen einen der Stoffstreifen und diesen Stoffstreifen schneiden wir einmal zu. Wir nehmen den Rollschneider und wir fahren ganz außen an unserer Kante in leichten Wellenformen entlang. Wenn wir das haben, setzen wir eine zweite Linie daneben. Die zweite Linie muss nicht gleich sein, sie kann ganz eigene Wellenformen haben. Und so schaut unser geschnittenes Band nun aus. Wir haben Breiten von ca. 1 cm bis höchstens 1,5 oder 2 cm. Da wir Tannenbäume arbeiten, sind meine geschnittenen Bänder grün. Ihr könnt eure Tannenbäume in der Farbe arbeiten, in der ihr sie gerne gestalten möchtet. Von unserem Stammstück schneiden wir ein Stück Stoff ab, etwa in der Größe unseres größten Baumes. Und von diesem Stück schneiden wir uns schmale Streifen zurecht. Die müssen nicht unbedingt gerade sein, so wie das gerade auskommt. Von unserem Reststück Flisofix schneiden wir schmale 0,5 cm breite Streifen zu. Und zwar jede Menge davon. Wenn wir das vorbereitet haben, brauchen wir einen Untergrund für unsere Tannenbäume. Dazu können wir eine Karte nehmen. In einem anderen Video habe ich erklärt, wie man die Karte macht. Das verlinke ich euch unter diesem Video. Wir können uns auch ein Sandwich nehmen. Das Sandwich, das kann jede Größe haben. Wir können es als Tischset oder als Tischläufer oder auch als Decke arbeiten.
ganz so, wie wir das gerne mögen. In diesem Video arbeiten wir die Bäume auf ein Sandwich. Als erstes markieren wir unseren Tannenbaum. Ich habe hier Malertape, davon reiße ich ein Stück ab. Ich markiere mir die Mitte. Und klebe mein Malertape einmal auf die Stelle, auf die mein Tannenbaum nun liegen soll. Fürs Video markiere ich die Mitte noch einmal mit Bleistift. So ist es ein bisschen besser zu sehen. Wir nehmen ein zweites Stück Malertape und kleben das einmal außen auf. So, hier achten wir nun darauf, dass unser Malertape genau etwas über die Mitte hinausgeht. Wir kleben ein zweites Stück auf. Innerhalb dieses aufgezeichneten Dreiecks möchten wir unseren Baum einarbeiten. Damit wir diese Zickzackform hinbekommen, nehmen wir uns ein Lineal und einen Bleistift. Wir brauchen den Bleistift später nicht zu entfernen. Wir brauchen also einen Stift, der beim Auswaschen nicht verschwindet. Und hier zeichnen wir nun ungefähr unsere Linien ein. Zickzack in dem Winkel, den wir gerne mögen. Dabei kann unsere Tanne sehr kleinteilig aufgebaut sein oder aber die einzelnen Astlinien können sehr weit auseinander liegen oder wir entscheiden uns für irgendetwas in der Mitte. Was auch immer wir machen, es wird gut aussehen und wir können keinen Fehler einbauen. Das heißt, unsere Linien können wir ganz willkürlich eintragen. Und so schaut das aus. Über unsere eingetragenen Linien kleben wir nun unsere Flisofix-Elemente. Das heißt, wir schauen, wo ist die Klebeseite, wir legen das Ganze auf und kleben das einmal fest. So, ich klebe das mit diesem Mini-Bügeleisen von Clover an. Das eignet sich da ganz wunderbar. Wenn ihr damit arbeitet, denkt dran, es wird 220 Grad heiß, verbrennt euch nicht die Finger. Und denkt daran, 10 Minuten vorher müsst ihr es anschalten, denn es braucht 10 Minuten, bis es die Betriebstemperatur erreicht hat. Ich verlinke euch die Clover-Seite zu dem Mini-Bügeleisen unter diesem Video. Als nächstes nehmen wir uns einen Baumstamm und wir nehmen uns einmal Blätter für den Tannenbaum. Wir ziehen den untersten Streifen ab, das heißt, wir ratschen das Ganze hier einmal an und lösen das Papier. Wir nehmen unseren Ast. Von unserem Ast entfernen wir das Trägerpapier und unseren Ast legen wir einmal durch die Mitte. Unseren grünen Streifen legen wir einmal über unseren Ast, von der einen Dreiecksspitze zur nächsten. Und wir bügeln unseren Streifen einmal auf. Das untere Ende bügeln wir nicht fest, denn hier haben wir noch unseren Papierstreifen. Wir schlagen unseren Baumstamm zurück und wir entfernen das zweite Papier. Wir nehmen unseren grünen Streifen, schlagen ihn einmal um und führen ihn zur anderen Seite über unsere Klebefläche. Von der einen Dreiecksspitze zur nächsten Dreiecksspitze. Das Ganze bügeln wir erneut fest. Wir entfernen den nächsten Streifen. Wir legen unseren Stamm quer durch das Dreieck und unsere nächste Seite schlagen wir nun wieder von der einen Dreiecksseite zur nächsten über unseren Stamm. Und erneut bügeln wir das fest. Ihr müsst dabei nicht super genau arbeiten. Haltet euch ungefähr an die Dreiecksvorgabe und legt Stoffstreifen für Stoffstreifen aus.
Immer im Wechsel mal unter den grünen Streifen und mal darüber. Unser übriges Baumstammstück schneiden wir ab. Und unser Baumende bügeln wir einmal über. Wir schneiden unsere Spitze zurecht. Und wir entfernen unsere Streifen. Die Streifen, die uns als Richtlinie gedient haben. Und tada! Es sieht schon wie ein Baum aus. Wenn uns das gefällt, kürzen wir den Stamm auf die für uns passende Länge ein. Mir gefällt der Stamm so. Und wir bügeln das Ganze noch einmal über. Unseren fertigen Baum möchten wir nun mit einem Zickzackstich nacharbeiten. Dazu nehmen wir das einmal mit an die Nähmaschine. In meine Maschine habe ich als Unterfaden schon Decobob von Wonderfill in Gold eingespannt. Als Oberfaden möchte ich Polyfast von Wonderfill für den Stamm nutzen und ich möchte den Baum später mit einem Metallic Garn quilten, mit Metallic von Wonderfill. Damit das Ganze gut funktioniert, habe ich die Nachsticknadel von Topstitch von Schmetz eingesetzt. Da habe ich die Gewissheit, dass auch mein Metallic-Faden sich gut verarbeiten lässt. Und los geht's! Wir starten mit unserem Stamm. Wir möchten das Ganze zickzack quilten und dazu können wir unser Standardfüßchen nutzen. Das wird also ganz einfach umzusetzen sein. Aber auch mit dem Standardfüßchen möchten wir den Unterfaden nach oben holen, damit wir beide Fäden an der Vorderseite sichern können, wenn wir nun beginnen. Ich starte mit einem Geradstich zum Vernähen. Meine Stichlänge ist auf halb eingestellt. Und von meinem Geradstich wechsle ich nun auf eine Zickzackbreite von 3. Und ich quilte das erste Stückchen bis zum ersten grünen Streifen. Da angekommen, vernähe ich auf der Stelle. Ich springe über den grünen Streifen, vernähe 3-mal auf der Stelle und ich quilte meinen Stamm. Bis zum nächsten Streifen, vernähen. Ich wandere über den Streifen hinaus, ich vernähe und es geht zickzack weiter, bis ich meinen Stamm fertiggestellt habe. Und so schaut das aus. Das Ganze sieht schon langsam immer tannenbaumähnlicher aus. Meine Stege kann ich nun einmal entfernen. Und weiter geht's mit dem Metallic Garn. Damit mir der Metallic-Faden beim Nähen nicht reißt, drehe ich meine Fadenspannung ein bisschen zurück. Sie soll ein bisschen loser sein. Als Unterfaden halte ich Decobob bei und vernähe 3-mal auf der Stelle. Ich setze Zickzack ein. Meine Zickzackbreite stelle ich bei meiner Regelung wieder auf die Zahl 3 und es geht los. Ich tausche den Unterfaden nicht aus, ich lasse ihn goldfarben. Selbst wenn jetzt der Oberfaden den Unterfaden nach oben zieht, habe ich kein schlechtes Ergebnis, sondern einen sehr schönen Effekt. Denn dieser Goldton glitzert dann immer zwischendurch in meinem Baum auf. Das mag ich. Wenn ich die Fadenspannung gut gewählt habe, wird das nicht passieren. Das ist schön. Wenn ich die Fadenspannung nicht so ganz treffe, dann habe ich diesen zusätzlichen Effekt, den ich sehr mag. So schaut das aus. Wir möchten, wenn wir das Ganze quilten, darauf achten, dass wir erst die untere Seite und dann die obere Seite quilten. Denn wenn wir hier weiter quilten, dann setzt sich die untere Seite als Thema
über die davor gestellte Seite. Das funktioniert nicht. Das heißt, hier vernähe ich wieder dreimal auf der Stelle. Ich stelle auf 0. Ich vernähe. Aber immer wieder kommen Versatzstücke, wo wir merken, so ganz passt es nicht. Und wir haben immer die Möglichkeit anzusetzen. Und bei einem Metallicfaden ist das vielleicht auch eine Beruhigung, dass man weiß, die Strecken, die man quiltet, sind nicht zu lang. Wir können überall unterbrechen und neu ansetzen. Wenn wir ein Stück nicht fassen, können wir auch mit einem Metallicfaden über die schon gequiltete Stelle fahren. Ich nähe bis zu einem markanten Punkt, vernähe das Ganze und setze einfach wieder neu an. Überall da, wo ich neu ansetzen möchte, setze ich neu an. Nehmt euch Zeit, gebt der Sache Raum und habt nicht zu viel Achtung vor einem Metallicfaden. So, am Ende vernähen wir unseren Faden dreimal auf der Stelle. Wir holen unseren Unterfaden nach oben und pabau! Unser Tannenbaum ist fertig. Wir entfernen noch die letzten Sprungfäden und so schaut unser fertiger Tannenbaum aus. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Patchen und Quilten dieser Tannenbäume. Ich bin schon gespannt, was ihr daraus macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.